Power. Der macht richtig Rabatz. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ihr wisst, was ich meine. Bohren. Hallo Werkzeugfans, was haben wir denn hier? Den kleinsten und kompaktesten Bohrhammer, den Dewald jemals rausgebracht hat. Und das Ganze in 12 Volt, das müssen wir uns anschauen. Also ich muss ja mal sagen, ja, wir haben hier wirklich ein also wirklich enorm leichtes Gerät. Der Kleine hier, der Kleine hat ordentlich Power. Nein, aber erstmal im Ernst. Wir haben hier von Dewald eine Neuheit, und zwar ein 12 Volt Bohrhammer, der so kompakt ist wie kein Bohrhammer jemals zuvor, und der wiegt nur 1,5 Kilo. 1,5 Kilo. Also damit kannst du dich den ganzen Tag bohren und bist nicht ermüdet am Ende des Tages. Das macht schon Spaß. Den gucken wir uns heute an. Wir werden auf jeden Fall erstmal uns das Gerät angucken und dann werden wir auch bohren. Und zwar werden wir hier bohren in unseren kleinen Betonblock, den wir hier haben. Und natürlich, wie bekannt, werden wir auch noch ein bisschen Kalk-Sandstein bohren. Aber wie kamen wir eigentlich überhaupt auf die Idee? Natürlich ist es eine Neuheit, wir wollen euch Neuheiten zeigen, deswegen habe ich ihn heute in der Hand. Aber wir haben schon mal ein Video gemacht, und zwar haben wir Makita, Metabo und Milwaukee. Die drei hatten wir auch schon mal im Test. Das Video verlinke ich dir mal hier oben. Und dahin reiht sich ja das Gerät hier wunderbar ein. Falls es dich interessiert, soll ich nochmal einen Vergleichstest machen? Macht das Sinn? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren, ob wir da nochmal angreifen sollen. Denn diese 12 Volt Geräte hier, jetzt mal zum Beispiel der hier, der hat eine Leistung von 1,1 Joule. Das heißt, wir haben wirklich 1,1 Joule, und wenn wir gerade dabei sind, blende ich die hier auch mal, und zwar genau da, die technischen Daten hier mal ein. Da siehst du, wir haben so um die 900 Umdrehungen, 12 Volt, 1,1 Joule und jede Menge Power. Gucken wir uns das Gerät doch mal im Detail an. Im Grunde gibt es gar nicht so viel zu sagen, denn so viel ist an so einem Gerät gar nicht drin. Ja? Hier kommt der Bohrer rein. Wir haben hier eine SDS-Aufnahme. Das ist schon mal sehr gut, weil mit SDS hast du auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Spaß. Da hast du das. Dann haben wir hier unseren Brushless-Motor. Das Gerät ist also bürstenlos, damit etwas effizienter und hält wesentlich länger. Dann haben wir hier, ja, was haben wir auf der Seite noch zu sehen? Eigentlich nichts. Dann machen wir hier mal weiter. Dann haben wir hier einen Schalter. Hier können wir von Bohren unten zu Schlagbohren umschalten. Das heißt hier normal bohren, du siehst es auch. Zu Schlagbohren, das hört man vor allem. Der hört sich garstig an. Ich glaube, da müssen wir gleich mal angreifen. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben hier 900 Umdrehungen. Mit 900 Umdrehungen schlägt er wirklich 4000 Mal in der Minute. 4000 Mal. Ratatatata. Also da ist schon ordentlich Power hinter. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kostet denn das Ganze eigentlich? Wir haben hier einen Preis von etwa 190 €. Du findest wie immer unten in der Videobeschreibung einen ehrlichen Preisvergleich zu dem Gerät. Übrigens auch ein Angebot mit Akku, ohne Akku und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Einfach mal vorbeischauen. Und falls du übrigens ein anderes Gerät hier haben möchtest, machen wir Folgendes, das verlinken wir dir auch mal unten. Ja, einfach unten mal schauen. Da siehst du auch, was das Ganze hier im Vergleich kosten würde. So, dann, was gibt es noch zu sagen? Eine wichtige Sache, und zwar, wir haben hier ein Arbeitslicht, ist nicht zu vernachlässigen. Und zwar haben wir hier unten ein extra helles Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion. Das heißt, es leuchtet eine ganze Weile noch nach, wenn du es erstmal einmal dran hattest. Und das beleuchtet hier dein Arbeitsfeld. Wir haben jetzt hier noch einen Griff dran. Das ist eine wichtige Sache. Das hat auch nicht jeder. Wir haben hier einen Griff, den können wir entsprechend lösen und dann auf eine Position stellen, ja, die wir haben. Ich nehme den mal ab, dass es ein bisschen besser für euch funktioniert. Ich kann ihn hier irgendwo hinstellen. Hier zum Beispiel oder dahin oder dahin. Ja. So würde es sich ja erstmal so klassischerweise anbieten. So, und dann kann ich hier so, ihr wisst, was ich meine, bohren. Ja. Und hier haben wir natürlich unseren Abstandshalter. Was ich am Abstandshalter ein bisschen schade finde, ist schön, dass einer dabei ist, aber er ist sehr spitz hier vorne. Es gibt ja einige Geräte, die haben den vorne etwas verbreitert, damit man keinen Abdruck an der Wand macht. Ja. Weil an der Stelle, das ist ein bisschen schade, weil an der Stelle, Moment, ich mache das mal, an der Stelle, wo er dann hier greift, Sekunde, so, jetzt zum Beispiel wäre das jetzt mal wie eine Tiefe, die wir bohren wollen.
Und jetzt ist es so, dass wir hier zwischen diesen beiden Punkten relativ viel Abstand haben. Das heißt, hier machen wir das Loch und das hier schlägt an die Wand. Wenn wir jetzt zu unsanft reinbohren, haben wir hier auf jeden Fall einen Abdruck an der Wand. Ja? Bitte bedenkt das immer, wenn ihr mit solchen Geräten arbeitet. Übrigens ein Tipp von mir oder ein Pro-Tipp von mir, die passenden Dewalt-Bohrer, die verlinke ich dir auch mal unten im ehrlichen Preisvergleich, weil du hast hier eine Kiste, da hast du alle Bohrer mit dabei, bis zu einer Größe, hinten steht es drauf, von 12 mm und hast vor allem das Ganze wunderbar hier in der Kiste drin. Wir machen das mal. So, nochmal auseinander und du siehst, es ist immer noch an Ort und Stelle und das hast du nicht bei allen diesen Kisten. Also 2 Vorteile, Kiste, Halt und ein gutes Sortiment. Wir haben hier bei unserem Umbau, nehmen wir die relativ häufig und sie halten und halten und halten. Das war noch der erste Satz, den wir haben. Ich glaube, irgendeiner davon ist gerade im Einsatz. Irgendwas bohrt Toni, glaube ich, gerade, höre ich auch im Hintergrund. Insofern, Dewalt wieder hart im Einsatz. Genau das wollen wir jetzt auch machen. Ich glaube, wir bohren jetzt mal ein Loch. Apropos Hinweis, optimal ist das Ganze hier vorgesehen für Löcher bis 10 mm. Aber du kannst bis zu 14 mm hier auch mitarbeiten, hast dann aber einen geringeren Vorschub. Jetzt nehmen wir einfach mal, ich glaube, wir nehmen den, der hier drin ist, oder? Wir nehmen hier den Achter. Nehmen wir jetzt einen Achter. Nehmen wir jetzt mal einen Achter und gucke mal, was der Kalksandstein so hergibt. Heute ist wieder so ein Moment, wo ich wirklich gerne euch hier bei mir hätte. Denn ich habe vorgedacht, ja, der macht hier so ein bisschen Löcher hier und da, wird schon passen. Nee, der macht richtig Rabatz. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Im Kalksandstein habe ich noch gedacht, ja, das ist normal, ist schöne Leistung. Wir haben hier einen Achterbohrer, ja, und sind damit reingegangen. Und ich wollte eigentlich für den großen Betonblock hier einen kleineren Bohrer nehmen, habe es aber vergessen in dem Moment. Also sind wir auch hier auch mit dem Achterbohrer drin reingegangen. Und der Fortschritt, also die Geschwindigkeit, mit der er in diesen wirklich uralten und sehr festen Betonblock quasi reingeglitten ist fast schon, ist echt gut, ist wirklich gut. Da kann man überhaupt nichts sagen. Es ist nicht unbeschreiblich, aber ihr wisst, was ich meine, ja? Also wirklich unerwartbar eigentlich für so ein kleines und kompaktes Gerät. Ergo, du kannst dir wirklich überlegen, ob nicht ein Gerät in der 12-Volt-Klasse für dich schon durchaus ausreichend ist. Ja? Es ist immer die Frage, wofür du es benutzt, ohne Frage, wie viele Löcher du machst, welchen Fortschritt du erwartest. Aber in dem Bereich, in dem wir uns hier aufhalten, muss ich sagen, ich bin schwer begeistert. Im Grunde hat das Gerät auch eigentlich nur einen einzigen Nachteil. Es gibt hierfür keine Absaugung. Das heißt, Dewalt bietet nicht extra hierfür eine Absaugung an. Genauso wie es damals übrigens auch Milwaukee nicht angeboten hat, wenn ich mich da richtig erinnere. So ganz sicher bin ich mir da nicht. Aber auf jeden Fall gab es für Makita und Metabo damals eine Absaugung. Oder gibt es immer noch. Hier bei Dewalt gibt es das nicht. Musst du für dich entscheiden. Ist nur ein Hinweis, dass das Einzige, was fehlt. Vielleicht bringt Dewalt das noch hinterher. Das Gerät ist ja auch recht neu. Insofern, wenn du richtig Bums in der Bude haben willst, damit bist du genau richtig. Jetzt aber ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.